Dieses Mal seht ihr uns in Warschau. Vielen Dank für all eure netten Kommentare und die ganzen Abos. Wir haben uns total gefreut und dass ihr Lust habt, uns zu begleiten. Ja, und dieses Mal sind wir in Warschau unterwegs. Total spontan, mega zufällig sind wir gestern auf ein Konzert hergefahren und haben uns jetzt halt gedacht, dass es schön ist, jetzt einfach mal zu gucken, was Warschau uns zu bieten hat. Und dann sind wir jetzt von unserem wunderschönen Hostel in der Innenstadt, brechen wir jetzt auf und gucken mal, was uns der Tag bringen wird. Ja, es ist halt mega in der Innenstadt, total zentral, total guter Ausgangspunkt für Besichtigung der Hauptstadt. Ja, wir stehen jetzt vor dem Kulturpalast. 230 Meter hoch, 42 Etagen und soweit ich weiß, das immer noch höchste Gebäude in Polen. Auf dem 30. Stockwerk kann man auf eine Aussichtsplattform gehen. Ich weiß nicht, ob wir es uns heute vielleicht sparen. Es ist ganz schön kalt hier. Die Sicht ist, glaube ich, ein bisschen bedeckt. Es ist wolkig. Aber auf jeden Fall finde ich es nicht ganz so hässlich, wie alle immer behaupten. Eigentlich finde ich es ganz eindrucksvoll. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Frischer Orangensaft. Ja, zweite Orange. Wie nett. Man soll es schnell trinken, heißt es, damit die Qualität nicht weggeht. Das war dann mein erstes Auto, mit dem ich wirklich gefahren bin. Mein Großvater hat mich natürlich schon damit fahren lassen. Was ist das für ein Modell, weißt du das? Fiat 125p, glaube ich, oder 126p. Ich sag jetzt ganz genau. 125p. Guck mal hier. Hier hast du noch hier. Komm mal her. Siehst du diese Toilettenrollen da drinnen? Guck dir, wie das aussieht. Es gab nichts Besseres. Das ist bestimmt so als Erinnerung an die alten Zeiten, genauso wie in den anderen Autos. Da gibt es natürlich ein Zebra und was weiß ich. Damals gab es dieses roughe Toilettenpapier, Alter. Und es gab kein anderes. Und das war wirklich wie Schmirgelpapier. Also, alter Schwede. Ja, ist total abgefahren, die Architektur. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, voll die Skyline hier. Ist jetzt nicht so meins, da drin zu sitzen, würde mich irgendwie unsicher fühlen. Aber ist total spannend, hier mal so ein bisschen die moderne Architektur der Stadt genauer anzuschauen. Future City, Stolica. Ich bin hier gerade im Einkaufszentrum Słońce Terrasse. Ja, ist voll nett. Das ist so ein klassisches Einkaufszentrum, aber mit einer ganz interessanten Architektur. Weihnachtszeit blinkt auch alles sehr schön.
sind wir schon ungefähr eine Stunde zum Einkaufszentrum. Es ist riesig und versuchen jetzt auch gerade schon den Ausgang zu finden. Wir werden es auch schaffen, aber ja, es ist auch wirklich sehr viel Bling Bling, sehr nett. Also wirklich ganz stimmungsvoll. Und jetzt sind wir nur ein paar Schritte von unserem Hostel entfernt, mitten in der Innenstadt, auf der wunderschönen Straße Nowy Świat bei Tag. Trinken noch Bierchen. Ja. Das ist sogar schon um 12 Uhr. So ist das im Urlaub, ne? Die Musik ist so 20er Jahre. Also ist das eigentlich jetzt unser Frühstück oder unser Mittagessen? Was meinst du? Champignon-Cremesuppe zum Mittagessen. Oder zum Frühstück? Zum Frühstück. Das ist das Erste, was wir heute essen. Und dazu ein leckeres polnisches Bier. Ja, wir sitzen jetzt in einem polnischen Spezialitätenrestaurant auf der Straße Nowy Świat. Sehr populär, scheint eine der, wir kennen uns hier noch nicht gut aus, aber es scheint eine der attraktiveren Straßen zu sein, wenn man halt was Nettes, polnisches essen möchte. Nowy Świat heißt auch die neue Welt. Ja, die neue Welt. Als Straßenname. Genau, Nowy Świat heißt neue Welt. Und ja, wir haben hier den Mittagstisch bestellt. Mittagstisch gibt es hier für, was haben wir, glaube ich, 22 Sorte? Irgendwie so, ja. Ja. Und ja, es ist alles gerade total nett. Das Ambiente ist wirklich angenehm. Und ja, ist noch ein guter Start in den Tag. Der zweite Gang sozusagen zu unserem Lunch. Smacznego. Jetzt genießen wir im Schlosscafé des Zamek Królewski ganz gemütlich einen Tee. Die Akustik ist sehr nett, das Ambiente sehr königlich. Wir freuen uns, dass wir die Entscheidung getroffen haben, uns das Schloss ein bisschen näher anzugucken. Mir war das vorher nicht ganz klar, das Schloss ist im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen komplett zerstört worden und in den 70er Jahren erst anscheinend in totaler Gemeinschaftsarbeit von den Warschauern und anderen, also Polen aus allen Teilen des Landes, wieder aufgebaut worden, bis es dann halt stand und wieder eröffnet war. Ich glaube, das war 1984, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich bin total beeindruckt, was sie halt hingekriegt haben, einfach mal so ein Schloss aufzubauen. Das ist total, es wirkt, als wäre es nie abgebrannt. Also das ist echt total beeindruckend. Und ich fand das auch ziemlich krass, so mitzukriegen in der Einführung, dass sie das echt, also dass sie echt die Leute alle zusammengehalten haben und das Schloss wieder aufgebaut haben. Also fand ich sehr beeindruckend. Ist mir jetzt, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Haben sie echt gut gemacht. Und ja, wir können hier jetzt einen Teil der Geschichte nochmal genauer sehen und erleben. So, jetzt fühlen wir uns gleich mal ein bisschen wie Prinz und Prinzessin.
i Stefan Mądrz. Jestem patriotą. To jest jeden z powodów. It was very funny. We were at the lottery and we signed the contract, and then I saw the Stradivari the first time. I feel it in my hands, and of course, it's a violin. But it is something special in there. Ja, auch in Warschau gibt es Weihnachtsmärkte. Wir gucken mal, was hier los ist. Dann los geht's. Ja, wo bist du Spaß, gespannt? ob man hier auch Glühwein kriegt, weil mit dem Trinken in der Öffentlichkeit läuft das ja hier ein bisschen anders in Polen. Das kommt ja nicht so Langosch. gut an. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Was auch immer. Ach ja, und der Weihnachtsmann ist auch hier. Er muss jetzt einmal jeden Touristen abknüpfen. Und es gibt auch Glühwein. Diese da hinten, diese Mützen mit diesen Tierköpfen. Ja, alles drauf. klar. Ja, genau. Ah, das sind hier Schafswolle und so. Ja, Helle, ne? Ja, auch hier Wolle auch. Schafssocken. Sprawdzić, kurwa, że tych modeli się nie... Also so ein Hut. Ja, Mensch, also hat ja schon was, ne? So. Damit ist es auf jeden Fall sehr originell. Habe ich ja noch nicht gesehen. Yeah. Erzähl mal, wie gefällt dir die Altstadt? Ja, ich bin echt ziemlich überrascht. Es ist ja nicht nur ein so ein Hof oder so, sondern du gehst eine Seitenstraße woanders und plötzlich ist wieder irgendwie so ein Ding, irgendwie voller irgendwie alter Bauten und so weiter. Und schon ziemlich coole Stare Miasto, auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Kann man sich auch schon mal eine Zeit geben, um das zu betrachten. Wahrscheinlich wird es cooler noch im Sommer, wie immer. Aber es ist echt, hätte ich nicht gedacht, dass Warschau so viel vom alten Spirit bieten kann, sag ich mal. Nicht schlecht, ey. Aus, als würden wir die ganze Zeit nur essen in Warschau. Ein bisschen stimmt das auch. Dieses Mal ist es alles vegetarisch. Ja, schmeckt sehr gut. Eins ist ganz klar, Warschau ist auf jeden Fall ein Ort, wo man als Vegetarier oder auch als Veganer sich überhaupt keine Gedanken machen muss. Es gibt in ganz vielen Restaurants vegetarische oder vegane Alternativen. Ganz oft gibt es auch in Pizzerien Pizza ohne Gluten. Also es wird extrem drauf Rücksicht genommen, was für Ernährungsgewohnheiten oder Vorlieben oder Hindernisse jemand hat. Wir wollen uns einfach noch mal kurz ein bisschen stärken, bevor wir letztendlich gleich noch mal ins Polin-Museum gehen. Das ist das Museum der Geschichte der Polnisch. Smacznego. Smacznego.
waren jetzt ungefähr 3 Stunden im Polin-Museum. Also die Geschichte ist extrem umfassend von den Anfängen der jüdischen Geschichte oder des jüdischen Handels etc. in Europa. Bis in die heutige Zeit. Man liest sehr viel, also ich würde echt raten, wenn ihr noch Bock habt, irgendwie 10 Worte extra zu zahlen, nehmt den Audioguide. Vielleicht ist das ein bisschen entspannter. Wir sind irgendwie total erschöpft und erschlagen nach 3 Stunden. Es ist zwar mit Detail gemacht, so. Sie haben sich da halt vieles irgendwie drumherum ums Lesen einfallen lassen. Aber es geht doch immer wieder darauf, dass man lesen muss, was ja auch der Bildung nutzt. Aber ich sag mal so ein bisschen mehr so Bilder, auch mal einen kleinen Film, wie in dem einen oder anderen Museum zu gutachten oder irgendwas Interaktives machen. Ist doch ein bisschen aufregender und spannender und ein bisschen kreativer und so, macht dann viel mehr Spaß in einem Museum. Also einfach die ganze Zeit lesen. Also erst einmal muss ich sagen, es ist zwar ein gutes Museum so, aber es ist nicht so ganz gut. Ein Tipp, donnerstags ist das Museum kostenlos. Das ist super. Grundsätzlich fand ich es mega interessant. Also wenn ihr hier seid, habt Zeit. Ich würde es empfehlen. Jetzt sind wir hier in der legendären Torwarthalle auf einem ganz besonderen Auftritt von Wojciech Kieler. Ja, und genießen den besonderen Abend. Das ist unter anderem der Komponist von Dracula. Jetzt sind wir hier in so einem antiken Laden, den es fast ganz berühmt ist. Ja, zwar, Kette. Genau. Und zwar in Pialnia Wódki i Piwa. Da wurde quasi der Kohle, der nicht so viel Kohle hat, immer wieder mal läuft. In netten Ambiente aus alten vergangenen Zeiten zu guten Preisen. Mit guter polnischen alten Mucke. Ja. Und jetzt sind wir hier. Lassen den Tag auslegen. Ja, und das ist noch Schwert. Weihnacht. Es blinkt weihnachtlich. Ja, man hat überall die schönen Lichterketten mit so großen Ferrero Rocher Schildern dranhängen. Wo nicht ganz klar ist, ist das jetzt eine Werbemaßnahme oder ist das ein Gag, aber also leuchten wir dahin, guck mal, da hast du halt diese Schilder. Aber es sieht natürlich total toll aus und es hat halt irgendwie total die nette vorweihnachtliche Atmosphäre. Und es ist schön hier lang zu laufen. Scheiß drauf, ob das jetzt von Ferrero Rocher ist oder sonst was, das ist total nett. Ist auch ein Foto haben.
geschafft. Ja, es ist ein bisschen anders. Ja, wir haben uns entschieden, heute mal nicht schwarz zu fahren, haben es tatsächlich geschafft, in der Tramway ein Ticket zu kaufen, nachdem wir herausgefunden haben, das geht auch mit Coins, also mit Münzen. Ganz easy. Kann man einfach direkt einsteigen. Es ist kalt draußen. So easy war es auch. Nee, so easy, nein, also so easy war es auch nicht, aber wir haben es geschafft. Wahrzeichen von Warschau. Weiß nicht, ich glaube, die heißt Sarah. Ich glaube, hier musst du auch Rezept haben. Es ist ja schon legal im Grunde. Ja, wir sind jetzt hier im coolen Viertel von Warszawa in Praga. Das ist ein ziemlich cooler Viertel mit sehr vielen alternativen, kreativen, künstlerischen Clubs, bisschen am Straßenbau, öfters mal Altbau und so weiter. Und jetzt sind wir hier in so einem Laden namens Oparach Absurdo und trinken ein cooles Bierchen. Ja, und die Kulisse ist ganz bunt. Preise sind auch nicht ganz niedrig, aber ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr witzig. Ich bin total happy, dass wir sitzen. Weil eins kann man extrem, man kann sehr viel laufen. Ne? Also wenn man sich die Stadt erkundet, man denkt immer, das ist alles ganz dicht und ja super, aber die Stadt ist riesig und das checkt man tatsächlich erst, wenn man sich mal auf den Weg macht, ein bisschen loszulaufen. Wir sind jetzt, wie gesagt, in Praga. Allgemein die ganze Straße, die Gegend hier, wo wir sind, kann man auch ganz gut anfangen, wenn man nicht genau weiß, wohin in Praga. Dann ist das vielleicht so der Ort, wo man mal anfangen kann, so ein paar Sachen zu erkunden. Ist auf jeden Fall sehr nett. Also wir freuen uns, dass wir jetzt echt mal sitzen. Wir haben echt die Stadt ganz schön abgelaufen, waren unter anderem auch im Museum des Warschauer Aufstands von 1944. Viele sagen, es ist ein Must-See, wenn man nach Warschau kommt, dass man halt einfach sich auch ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt und auch was passiert in den vergangenen Jahren. Das hat dazu geführt, dass die Stadt auch vielleicht aussieht, wie sie aussieht, etc. und so weiter. Was empfehlenswert ist, also das Museum ist total interaktiv aufgemacht, total cool designt, modern, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, bevor man dorthin geht, sonst könnte es auch einfach sein, dass man da so ein bisschen verloren geht in den ganzen Details. Das Museum präsentiert total viele Details, total nett, aber wenn man nicht da einfach ein bisschen unbedarft hingeht, darf man nicht erwarten, dass man jetzt in die Hand genommen wird, um die Geschichte von A bis Z sofort irgendwie präsentiert zu bekommen. Also ein bisschen Eigeninitiative gehört dazu, dass man das ein bisschen einordnen kann, geschichtlich und ein bisschen versteht. Aber ansonsten total cooles Museum. Und was auf jeden Fall wissenswert ist, sonntags ist der Eintritt frei. Also wenn ihr schafft, am Sonntag da zu sein, hey, dann geht auf jeden Fall hin.
Ja, sonst freuen wir uns, dass wir jetzt die Bar entdeckt haben, dass wir uns im Stadtteil Praga ein bisschen zurechtgefunden haben, dass wir jetzt einen leckeren Berliner gegessen haben, ein Ponček. Gibt es in allen Geschmacksrichtungen, fand ich mega klasse. Was macht die Laune? Die Laune ist wieder ganz gut, es ist echt nicht so warm. Aber was wiederum sehr nett ist, ist das ganze weihnachtliche Flair in Warschau. Tatsächlich ist in jedem Laden, fast in jeder Straße irgendwie irgendeine Weihnachtsbeleuchtung und das macht es halt auch irgendwie warm, willkommen heißend. Also ja, irgendwie bringt es einem auch ein bisschen zum Lächeln in der Kälte. Die ganzen blinkenden Lichter, beleuchtete Weihnachtsbäume. Ja, fast jeder Kneipe in jedem Laden ist irgendwie so ein Weihnachtskind. Das ist nett. So, wir sind wieder auf der Rückfahrt im Nachtbus Richtung Deutschland, Richtung Berlin und dann nach Hamburg. Wir haben uns ja mega spontan für diese Tour nach Warschau entschieden und sind eigentlich ganz schön geflasht davon, was es da eigentlich alles zu sehen und zu entdecken gab. Wir waren viel zu kurz da, um zu sagen, das ist jetzt unsere Stadt oder das ist nicht unsere Stadt, da wir bemerkt haben, dass wir innerhalb von ein paar Tagen überhaupt diese ganze Stadt überhaupt gar nicht zu fassen kriegen. Also es gibt da echt viel zu entdecken. Wir waren mega geflasht, sehr überrascht, dass es halt auch wirklich so viel los ist da. Also, irgendwie hatte ich das nie auf dem Schirm so richtig. Grundsätzlich bin ich nicht der Typ, der jetzt sagt, ich möchte in einer Millionenmetropole leben. Deswegen würde ich jetzt sagen, hey, ist das jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht die Stadt, für die ich mich einfach so entscheiden würde, weil ich Bock habe, irgendwo zu wohnen. Aber ich würde sie überhaupt nicht ausschließen, wenn ich mir überlege, das soll irgendeine Stadt in Europa werden und ich bin ein urbaner Typ, ich habe da Bock drauf, dann glaube ich, dass es auf jeden Fall eine total nette Alternative sein kann. Vor allem, weil die Leute da extrem entspannt sind. Also was wir gesehen haben, war halt echt so, in Hektik verfällt da erstmal so schnell keiner. Also keine Frage, die Leute haben bestimmt auch stressige Jobs, aber das, was wir an so einem Alltag auf der Straße so gesehen haben, fanden wir jetzt extrem entspannt. Also total gut. Wir haben uns die ganze Zeit sicher gefühlt. Wir haben viele freundliche Leute getroffen. Es war rundum positiv, unsere Erlebnisse in Warschau. Wir haben es jetzt wirklich bedauert, dass wir wieder losfahren müssen. Ne? Also weil wir hätten da echt noch locker, auch wenn es echt kalt wird und heute schon die ersten Schneeflocken gefallen sind, wir hätten es echt noch gut ein paar Tage noch ausgehalten. Und was ich dieses Mal auch ziemlich cool fand, war, dass jetzt nach einigen Besuchen in Polen ich doch festgestellt habe, dass es doch kleine Fortschritte in der Sprache gibt. Dass ich wirklich das Gefühl habe, hey, ich verstehe jetzt wirklich relativ viel von dem, was Leute so sagen. Nicht alles. Und ich kann die meiste Zeit auch nicht entsprechend angemessen reagieren. Da bin ich echt weit von entfernt. Aber ich habe jetzt halt auf jeden Fall meine Angst verloren, irgendwie ein Essen zu bestellen, dies, das. Also solche Sachen gehen total gut. Ich gerate mich innerlich total in Panik, wenn mir jemand eine Frage stellt. Das geht auf jeden Fall schon viel besser. Und ich bin so überrascht, weil gefühlt ist es einfach so aus heiterem Himmel passiert. Aber es ist tatsächlich so, je öfter man sich der Situation aussetzt, und dieses Mal hat Dominik mich auch echt ein paar Mal ins kalte Wasser geschmissen, was Kommunikation angeht. Und das habe ich extrem gehasst, weil ich war erst echt sauer, weil ich dachte, Mann, der kann mir aber weiterhelfen. Und mich da ein bisschen wohlfühlen lassen. Aber letztendlich hat es mir total gut getan, dass ich da auch ein bisschen unabhängig alleine durchkommen musste. Ja, fand ich super und gibt mir wieder Hoffnung, dass es vielleicht doch alles nicht so aussichtslos ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und das kann man halt alles irgendwann lernen, aber es dauert natürlich. Ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass wir das Stück von Warschau da gesehen haben. Es freut uns, dass ihr noch dabei seid und weiter Lust habt, mit uns auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir haben uns mega gefreut über alle Kommentare, über dies und das, und wir sind natürlich auch weiterhin noch dran, an unseren Auswanderungsplänen zu feilen. Das ist auf jeden Fall nicht aufgehoben. Vielleicht ein bisschen aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.